Endlich ist es soweit. Ich kann euch mitnehmen hier auf meine erste große Chaco-Reise. Ja, die Reise ist schon ein paar Tage her und ich hatte so lange gebraucht für den Schnitt, aber jetzt ist es soweit. So, wir sind hier auf der Straße, auf der alten Ruta Trans Chaco unterwegs Richtung Mariscal. Da hat uns ein bisschen der Regen erwischt. Wir hatten eigentlich unsere Reise so eingeplant, dass wir außerhalb der Regenzeit fahren. Aber ja, wie das so immer ist hier, das Wetter im Chaco ist sehr unberechenbar und da haben wir ein bisschen Regen abgekriegt. Hier sind wir an der Mautstation, kurz hinter Mariscal. Da biegen wir auch auf die Sandstraße ab. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Machen hier auch eine erste Pause, weil wir haben ja jetzt schon so gut 70, 80 Kilometer, glaube ich, hinter uns gebracht. Die Pause kam auch genau richtig, denn die Straße wurde dann schlechter. Nach dem Regen ist das halt hier so im Chaco, dass die meisten Sandstraßen sehr rutschig werden. Aber da wir sehr erfahrene Fahrer dabei hatten, war das gar kein großes Problem. Ja, mal die Reifen leerer lassen, damit es besser im Matsch fährt. Das ist ein großer Unterschied, wenn man volle Reifen hat oder leere. Das ist besser, dann hält er sich besser. Nachdem wir die Luft aus den Reifen gelassen hatten, ging die Fahrt weiter. Der Weg wurde auch erstmal nicht besser, sondern eher schlechter. Dann hatten wir noch ein anderes Fahrzeug vor uns, der so langsam fuhr. Das hat dem Werner gar nicht gepasst, weil der Werner bei so einem Matsch gerne schnell fährt, um das Profil aus den Reifen wieder frei zu schleudern. Deswegen haben wir den dann auch überholt. Wie man sieht, Werner ist da ganz gelassen beim Fahren. Der ist da sehr erfahren in der Thematik Schlammfahrten. Also ich hätte mir das ein bisschen schwerer vorgestellt. Meine Erfahrungen im Schlamm sind, das ist nicht ohne. Das muss man wirklich können. Ist nicht ganz so zu vergleichen wie Glatteis bei euch in Deutschland. Ja? Also das ist schon eine Herausforderung. Gerade auch bei den Pfützen weiß man immer nicht, wie tief sind die Dinger, ja, und ja, aber man muss halt trotzdem durch, auch mit Schwung mehr oder weniger, um da nicht stecken zu bleiben. So, da haben wir nämlich jetzt den Salat. Da ist vor uns ein Toyota Hilux 4x4 stecken geblieben. Hier kann man mal sehen, wie viel Schlamm sich da schon am Profil oder an den Reifen festgesetzt hat oder im ganzen Auto im Endeffekt. Selbst das Laufen auf der Straße ist recht anstrengend. Ja, wir haben jetzt das Problem, dass Werners Auto nur, Simple Traktion sagt man hier in Paraguay, also der hat nur einen Heckantrieb, der hat kein Allrad. Und der Werner traute sich jetzt da nicht an dem guten Mann da vorne vorbeizufahren, weil die Straße, wie ihr gleich sehen werdet, mega eng ist und man halt mit Schwung dran vorbeifahren muss. Ja, deswegen setzt der Werner jetzt rückwärts und wir versuchen dann gleich Reinhards Auto nach vorne zu setzen. Wie ihr seht, also das ist wirklich Millimeterarbeit gewesen. Hinter uns stauen sich auch schon die ersten Autos. Da waren wir noch auf einer Straße unterwegs, die relativ gut befahren ist. Ja, man muss jetzt natürlich auch aufpassen, rechts und links sind die Gräben und wenn wir da jetzt reinrutschen würden, würde es uns genauso gehen wie dem Toyota vor uns. Ja, und deswegen ist da höchste Vorsicht und Konzentration bei angesagt. Aber das hat geklappt. Und jetzt sieht man auch schon wieder, ja, also voll links eingeschlagen, aber das Auto will irgendwie gar nicht so in die Richtung, wie man lenkt. Jetzt kommt der Wilfried da noch und unterstützt das Ganze. Ja, ist erstaunlich, wie diese Unterstützung mit dem Schieben das Ganze dann doch in die richtige Richtung lenken kann. Ja, also das hilft schon ungemein, wenn da jemand schiebt. So, gut, dass wir Ketten dabei hatten.
Also geht nichts da, über eine gute Ausstattung, wenn man in den Chaco fährt. Da sollte man ja fast auf alle Gegebenheiten vorbereitet sein. Es ist halt irgendwo nie einzukalkulieren, was einen da auf dem Weg erwartet. Ja. Dadurch, dass es halt Sandwege sind, können die jederzeit anders aussehen. Und gerade hier, nach so einem Regen, meist schlecht befahrbar. Jetzt können wir es gleich wagen. So, ich gehe da ein bisschen vor. Ich bin der da vorne so rumrennt. Ich wollte das Ganze dann noch filmen, aus einer anderen Perspektive mal. Und ja, ich muss sagen, es war schon anstrengend, da nach vorne zu laufen. Ja, da sehen wir jetzt den Hilux, der da drin steckt. Hier nochmal von vorne. Das ist halt wirklich super eng, da an dem vorbeizufahren. So, jetzt werde ich hier noch fast umgefahren. Das Hindernis wäre überwunden. Und ja, ihr seht halt, die Straße ist echt schlecht. Da rutschen wir sogar in den Graben und waren ja da zum Glück an der Kette. Ja, ich wurde dann doch wieder mitgenommen. Jetzt sitze ich wieder im Auto. Da der Weg jetzt auch nach dem Hindernis noch nicht so viel besser war, haben wir uns entschieden, wir bleiben an der Kette. Und wurden dann so ein bisschen vom Reinhard da abgezogen. Aber man sieht ja auch, wie das Auto da immer wieder ausbricht. Ja, also wenn es geht, sollte man so Schlammfahrten vermeiden. Es sei denn halt, man steht auf so ein schlammiges Offroad-Abenteuer. Ja, hinter uns, die vorhin gewartet haben, haben jetzt schon aufgeschlossen. Die ersten überholen uns. Ja, halb im Graben. Denn wir halten jetzt hier an, um die Kette wieder abzumontieren. Ja, also jetzt hat sich der Weg doch ein bisschen gebessert, sodass wir die Kette abmachen können. Dann kamen wir ins Gespräch mit welchen, die hinter uns waren. Und der Ford F250 hier konnte das nicht abwarten. Schoss an uns vorbei, fast noch in Reinhards Auto rein. Ja, manche haben es halt eilig. Jetzt sind wir hier draußen an so einer Militärstation angekommen. Da machen wir auch nochmal eine kurze Pause hier, nutzen den Schatten des Baumes. Ja, der Hofhund begrüßt uns auch. Ja, Hunde, wie überall in Paraguay, überall zugegen. Aber der war ganz süß. Ein bisschen verschüchtert. Jetzt sind wir kurz vorm Serra Leone, eines unserer Zwischenziele hier auf der Reise. Die Straße hier jetzt trocken, aber allerdings immer noch im schlechten Zustand. Oder was heißt schlechten Zustand? Aber in einem schlechteren Zustand. Der Eingang vom Serra Leone ist jetzt erreicht. 5 Kilometer, wie es auf dem Schild steht, trennen uns jetzt noch bis zu dem großen Aussichtsturm. Aber, wie ihr sehen könnt, eine kleine Pfütze oder, ja, das war schon halt ein kleiner Bach oder so. Weil, wie man später sehen kann, das hatte richtig, ja, kleine Fließgeschwindigkeit, sogar das Wasser. Naja, da wollten wir nicht durchfahren, weil wir hatten gerade schon genug Schlammfahrt. Reinhard lässt die Drohne aufsteigen und dann haben wir schon mal so einen ersten Überblick hier über den Serra Leone, eines der wenigen Berge hier im Chaco, oder eigentlich der einzige Berg im Chaco. Weiter hoch nach Bolivien gibt es noch ein bisschen was. Zu Fuß war es ein bisschen anstrengend. Hier sieht man, dass das Wasser sogar ein bisschen fließt. Guck mal da oben Bienen, bei dir oben nach oben. Zu den Bienen. Ja, die werden langsam böse. Hier sind Fische drin. Nicht wert, aber das was hier kommt. Guck mal, hier sind ja sogar Seerosen. Also. Gut, dass ich meine wasserfesten Schuhe an hatte. Een scheeltje nog allemaal. Nou ja, wat denk jij? Dat draait het wordt dan. Ja, ik ga het dit Oh, hoffentlich sind die auch drauf, die Fische. Ein ganzer Schwarm. Ja. Ja, man kann sie einigermaßen erkennen. Dit is Werner. Oh ja. Oh, oh, hier werden die Schuhe nass. Hop, 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 werden die Schuhe nass. Ja, dan gaat Verona ja dat niet. Das ist jetzt hier der erste Aussichtspunkt. Der ist ein bisschen ja, niedriger als der andere, der noch ein bisschen weiter hinten rein liegt. Aber wir haben gesagt, okay,
wir gucken jetzt erstmal auf den ersten und schauen, ob wir dann noch Lust haben, auf den zweiten zu gehen. Ja, Werner geht voran. Wie man sieht, ist er noch gut fit. Ja, also er kommt da ratzfatz den Berg hoch. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Schwierigkeiten, da hinterher zu kommen. Das ist so richtig steinig. Ui. Jetzt musst du da rauf. Und von da oben kannst du schon einigermaßen viel sehen. Reinhards Drohne steigt jetzt wieder auf. Er war noch unten geblieben, hat uns da gefilmt, wie wir hochgegangen sind. Kleiner Überblick hier über die wunderschöne Natur im Sierra Leone. Ist natürlich auch jahreszeitabhängig. Ja, wir hatten jetzt Glück gehabt, da noch eine relativ feuchte Zeit zu haben. Somit ist da auch alles wirklich wunderschön grün. Man sieht, wie riesig das ist. Das liegt ja im Nationalpark Defensores del Chaco. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. Ich glaube 700.000 Hektar groß, nagelt mich jetzt nicht fest. Ja, muss ich nochmal gucken, kann ich ja zur Not einblenden, wenn es falsch ist. Ja, beeindruckend. Also wenn man da steht, diese endlose Weite und alles ist einfach grün. Ja, und mittlerweile sind wir ja jetzt auch schon so lange im Chaco, dass wir so Steine für was Besonderes halten, weil auch der Sierra Leone ist nicht nur einer der wenigen Hügel oder Erhebungen im Chaco, sondern auch einer der wenigen Orte, die Steine haben. So, jetzt falle ich da noch fast ins Wasser rein. Schade, dass es da keinen Ton bei gab. Naja, Sarah hätte sich gefreut, wenn ich reingefallen wäre. Da hätte sie noch mehr Spaß gehabt. Jetzt sind wir am Ausgangspunkt oder an der Kreuzung, wo es zum Sierra Leone geht, wieder angekommen. Lassen nochmal die Drohne steigen und dann nochmal zu gucken, wie endlos weit diese grüne Landschaft da einfach erscheint. Ja, beim Landen der Drohne erwischt man uns wieder beim Essen. Ja, Pause und Essen darf halt auf so einer Fahrt einfach nicht fehlen. Und weiter geht's, da haben wir sogar ein Wildschwein gesehen. Das rannte einfach so auf dem Weg lang, wollte auch erst überhaupt nicht in den Busch wieder zurück. Ein bisschen weiter kommen wir dann bei Agua Dulce an. Jo, das ist so ein Punkt im Chaco. Ja, was soll ich dazu sagen? Also, da gibt es in der Nähe so einen Süßwasserbrunnen, den werden wir auch später im Video noch sehen. Auf jeden Fall hier links ist immer noch der Nationalpark. Rechts fangen dann schon die Estancias an. Das ist jetzt die Linea Uno, die wir sehen. Die Straße, die später dann auch bis Bahia Negra geht, wo wir dann bis Bahia Negra fahren. Jetzt die Linea Uno sind wir jetzt schon ein gutes Stück gefahren, wo wir die Drohne steigen lassen. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, da hinten kommt nichts oder nur grün. Jetzt drehen wir einmal mit der Drohne, jetzt filmen wir wieder in die Richtung Agua Dulce im Endeffekt, von der wir uns ja entfernt hatten. Und auch da seht ihr, man sieht nichts mehr. Ja? Bei Agua Dulce konnte man ja noch so eine eingeschnittene Estancia sehen, ist nicht mehr. Jetzt blicken wir wieder auf die Defensores del Chaco, also auf den Park. Da hinten, die Erhebung ist der Sierra Leone, wo wir vorhin waren. Also wir umfahren den jetzt so ein bisschen. Mittlerweile ist es soweit, Sonnenuntergang. Wir sind aber jetzt hier auf der Estancia, wo wir netterweise eingeladen wurden, angekommen und sind jetzt zum Zentrum der Estancia gefahren, wo wir dann auspacken und unser Quartier beziehen. Ja, so eine Drohne ist einfach praktisch. Gut, dass der Reinhard die dabei hatte. So kann man schon mal einen ersten Blick hier über die Estancia, wo wir morgen dann auch mit dem Auto rumfahren werden, erhaschen. Ja. Das ist eine relativ junge Estancia, aber die haben auch schon ein paar Rinder. Im Moment sieht man keine. Ja, immer wieder die Schutzstreifen da zu sehen, dazwischen die einzelnen Fenzen werden die hier genannt, also die einzelnen Weiden. Da unten
so ein Tanco Australiano nennt man den hier, so eine aus Australien übernommene Technik, wie man halt die Wasserversorgung auf so einer Estancia sicherstellen kann. Ja, der andere Morgen, wir haben angefangen, uns die Estancia anzuschauen, zu erkunden und haben Steine gefunden. Dieser Stein hier. Stein, ja? Ja. Habe ich ja vorhin schon angeschnitten, Steine, das ist hier für die Bevölkerung im Chaco so ein bisschen was Besonderes, weil bei uns in Philadelphia können wir buddeln, so viel wir wollen, da gibt es keine Steine. Deswegen will Reinhard jetzt hier auch mal gucken, wie weit die Steine denn so gehen. Bleiben. Oh, das ist eine Katastrophe. Hier kannte der auch mit dem Scavadora. Scavadora, Stein, oh boy, hier, das ganze Lotte, hier war so viel Steine an ihr. Ja, aber du musst ein Stück haben, wo viel auf Ein Mal bisschen ist. tiefer dann ist Edelstein. Diamant. Ja. Ja, die Diamanten hätten wir gern gefunden, aber war nicht so. Wir haben einen schönen Kaktus entdeckt. Das ist ein schöner Kaktus, ja? Ja. Das haben wir ja so, nicht letzte einer. Hier wird das verordnet, wenn man das so dreht, Schau mal hier, da der große. Jo. Das ist Ungeziefer. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Ungeziefer. Die habe ich mittlerweile jetzt schon öfter gesehen. Ja. Ja, das sind Bohrspäne quasi aus dem Bohrloch vom Tiefbrunnen. Ja, das sind die. Das sagen die, wenn das 3000 Meter tiefer, dann ist Erdöl. Ja, da werden wir ja immer bohren. Sagt die Wissenschaft. Ja, da war weder Erdöl noch genügend Grundwasser, dass sich diese Bohrung gelohnt hat. Auch eine Besonderheit im Chaco, denn nicht überall ist Süßwasser vorhanden. Meistens ist das Wasser salzig. Ja. Kommt halt auf die Region an. Was wird hier jetzt gezeigt werden? Hier müssen wir einmal reingehen, ein bisschen hier wie der so wächst und so zusammenwächst und wieder weiter wächst, paar Mal. Dann habe ich mir dieses Stück Holz an den Kontratistas bestellt. Säge das ab, alle wegen so rundherum. Ich werde mir das irgendwann mal holen. Ja, das werden wir. Guck mal, hier ist das Schutz vom Lotter vom 224. Ja. Da hat niemand. Da wird wieder das hier. Ja. Hier hatten wir mal. Hier sieht so, als ob er daran gewachsen ist. Ja. Ist doch. Ist doch. Ist so Und dann wieder aber weiter. Das ist ein extra hier. Das ist irgendwie was ganz Besonderes hier mit diesem Hier auch. Baum, ja? Hier auch, ja. Das war mir aufgefallen damals und ich wollte dieses Stück mit nach Hause nehmen. Da hat der Heinz mir auch gesagt, säg den ab, nimm den mit, das ist doch kein Thema. Ja, und das hat nie was gegeben. Und jetzt hast du wieder die Säge nicht Jetzt mit. habe ich wieder die Säge nicht mit. Aber das ist ein großes Ding, ja. Das muss ja irgendwie so ganz mitgenommen werden, ja. Ja, aber bis da, ja. Ja, man könnte das so abschneiden, dass es hinten rauf passt. Dann, wenn man Raum hätte, ja, würde man das so... Sieht schön aus, ja? Sieht schön aus. Natur, so gewachsen. Ist einfach eine Verwachsung. Interessant. Ja, ist sehr interessant. Aber diese Bäume sind mehrmals so kribbelig. Aber dieser war besonders. Ja? Jetzt sieht man nochmal das Regensammelbecken hier vom Nahen und da den Tanco Australiano, wo wir jetzt auch gleich mal hochgehen werden. Dann wird das Wasser unten von dem Regensammelbecken hochgepumpt und man hat dadurch dann einen Wasserdruck, um das Wasser halt auf die einzelnen Weiden zu verteilen und somit die Rinder tränken zu können. Ja, ist eine ganz gute Sache. Zur Not kann man oben auch schwimmen gehen, unten auch. Tja, fehlt auch mal wieder ein Regen. Könnte ein bisschen mehr Wasser im Becken sein. Aber die Estancia hat ja wenigstens noch das Glück, über Tiefbrunnen zu verfügen und ist jetzt nicht ganz so auf Regenwasser angewiesen. Aber der Regen ist immer halt so ein Thema im Chaco. Hier nochmal die Aussicht von dem Tanco Australiano. Ja, jetzt gibt es ein Guiso. Ries Guiso.
So, Mittagszeit. Werner macht uns hier einen leckeren Kiso. Nee, was du da schneidest. Knoblauch. Knoblauch. Gut für den Blutdruck. Blutkreislauf. Ja. Ach, das ist heiß. Immer wieder eine Freude, vom Werner einen leckeren Giso probieren zu dürfen. Hören die was? Nee. Martin wird auch mal Tereré trinken. Ja. Ich glaube, der schmeckt auch ganz gut. Schmeckt ganz gut, ja. Wenn Kann der man gut nicht- trinken. Wenn Schön der kalt? Nicht, ja, wenn der nicht so sehr streng ist oder stark, wie sagt man das, dann geht das sehr gut. Gut gestärkt mit Werners Reisgiso geht es jetzt weiter. Den Nachmittag haben wir uns vorgenommen, ein bisschen außerhalb der Estancia zu erkunden. So, Martin, du bist dran, Tor aufzumachen. Tor ist es ja nicht, aber eine Eisendraht-Zimbra. Ja, beim Tor aufmachen habe ich mich ganz gut angestellt, ja. Ist natürlich auch immer so eine Technik für sich. Eieiei, dieser Weg hat sich die letzten Jahre sehr verschlechtert. So war der vor 3 Jahren, bin ich hier gefahren, war er nicht. Jo, aber immerhin kann man sagen, wir konnten ja einigermaßen da durchfahren. War ein bisschen eng an manchen Stellen, schon zugewachsen der Weg. Aber das soll noch wesentlich schlechtere Wege im Chaco geben, ja, also das ist jetzt nicht der schlechteste. Ja. Ich habe schon andere Sachen gesehen, wo man sich den Weg erstmal freischneiden muss oder wo man auch schon gar keinen Weg mehr erkennen konnte, ja. Immer wieder noch kleine Pfützen, allerdings konnte man schon einigermaßen gut fahren, wenn man um die Pfützen drumherum ist. Teilweise tief eingefahrene Spuren von Leuten, die dann halt schon im Regen durchgefahren sind. Ja, das ist ja nicht, dann sei ja schon ja was, ne? Sehr schlechter Weg hier. Das ist jetzt ein sogenannter Wegläufer, wie der in Wirklichkeit heißt, weiß ich gar nicht. Die können zwar auch fliegen, aber laufen halt meistens so vor dem Auto über den Weg. Und der wollte auch gar nicht weg irgendwie, also trotz Hupen. Hey, lauf mal! Oder flieg weg, geh weg! Er will nicht. Gerade ist er so schön geflogen, ne? Ja. Ja, eine bisschen kniffligere Stelle. Da geht es dann auch durchs Gebüsch, also man darf sein Auto da nicht schonen oder schlecht das Auto zu schonen, ja, könnte Kratzer geben. Dies nennt sich Rio Timani. Der kleine Fluss, der irgendwann Wasser bekommt, auch wenn es nicht regnet. Wenn es hoch oben im Norden regnet, kann der hier laufen. Dann kann man hier auf keinen Fall durchfahren. Wenn du da mal am Ende noch weiter entlang gehst, ein bisschen dich bückst, dann siehst du, wie das so 2-3 Meter breit ist und ein kleines Flüsslein ist, was hier im Chaco halt sehr wenig mal ist. Ja. So, hier kannst du es schon etwas besser sehen, Oh ja. dass es könnte zu einem Fluss ähneln. Aber der läuft halt nur dann, wenn es da oben im Chaco 200 Kilometer abregnet. Schau mal, hier sind schon die Stämme, was die da übergelegt haben, wie die Bretter, dicken Bretter. Hier ein dickes Brett dort, einfach bis hier geschwommen, weil es einfach hier wahrscheinlich über 1 Meter, 1,5 Meter hoch unter Wasser gewesen ist. Ja, wenn man hier drin steht, ne, Ja, kommt das gut hin mit dem 1,5 Meter. ja, und das geht über. Ja. Das geht hier über die Kanten über. Und wenn man überlegt, diese dicken Baumstämme, schwemmt er von der Straße bis hierhin, sind ja auch gut 10, 15 Meter. 20, ja. 20 vielleicht sogar. Ja, ja, dann muss es schon einen schnellen Strom haben. Ja.
Hier kann man, auf der Seite kann man fahren. Das ginge. Also es hat ziemlich Erde mitgerissen Ja. hier. Wenn wir da drum gehen, dann können wir da rechts auch reingehen. Da kannst du sehen, wie tief es da ist. Kann man das schon sehen, hier ist er doch 5 Meter breit und doch vielleicht 2 Meter tief. Jo, da bin ich dann auch nochmal runtergegangen, um mir das da unten anzuschauen. Auch da relativ breites Flussbett, also man kann sich schon vorstellen, dass da ein richtiger Strom ankommt. Aber dafür ist halt Regen irgendwo in Bolivien, gut 200 Kilometer weit ab, notwendig. Da steht sogar noch ein bisschen Wasser, habe ich nur so eine kleine Pfütze entdeckt. Die letzten Reste, na gut für die Tiere, dann können die trinken. Hier haben wir dann auch schon ein paar Tierspuren entdeckt. Leider keine Tiere gesehen an der Stelle. Aber jetzt, wir entdecken hier eine Schildkröte und werden uns die mal ein bisschen genauer anschauen. Also diese Schildkröten sind hier oben recht häufig, da Richtung bolivianische Grenze. Oder sollen recht häufig sein, ja. Geht's weg? Jetzt. Ist gegen Sonne, mal mit der Sonne. Ja, diese ist nicht so sehr groß, aber wollen wir mal sehen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Hembra? Ein Macho hat es hier hohl, um dass sie wirklich auch raufkommt, und die Hembra hat es nicht hohl. Tja, die Natur denkt an alles. Ansonsten würde ich auch nicht wissen, wo man das sonst sieht, ja. Aber der ist ganz zugepackt, der zieht sich immer näher zu. So, dann wollen wir mal sehen, ob sie alleine weitergeht. Ist nicht so sehr groß, es gibt die von dieser großen Art doch ziemlich größer noch. Ja? Ja. Ja, kleine Papageiennester. Ja. Oh, hier wird sandig und tiefe Gleisen müssen wir schon mit einem hohen Geländewagen hier durchfahren. Ja, ohne einen hohen Geländewagen geht einfach nichts da oben. Die nächste Schildkröte. So, hier noch eine Schildkröte gefunden. Genau dieselbe Größe. So sieht es auch. Und auch eine Mama. Ja, die hat richtig Glück gehabt. Hier ist uns nämlich gerade ein Auto entgegengekommen, der es ganz schön eilig hatte. Und ja, da hat die Schildkröte noch mal richtig Glück gehabt, sonst wäre sie nämlich platt gefahren worden. Wir werden jetzt mal im Wald reinsetzen, damit sie weiterleben kann. So langsam ist schon wieder die Abenddämmerung am Einsetzen. Wir sammeln jetzt noch schnell hier ein bisschen Holz, denn wir wollen heute Abend einen schönen Asado machen. So, es ist schon nach 5 Uhr. Das letzte Tor, sind wir wieder fast zurück bei unserem Hospedaje, wo wir unser Lager haben. Martin muss wieder aufmachen. Angekommen an unserem Lager. Was heißt Lager? Also das ist schon eine ganz schöne Unterkunft gewesen. Ja, fangen wir mal an mit Feuer machen. So langsam haben wir nämlich Hunger. Das sieht gut aus. Brennt schön. Ich glaube, wir haben einen gelben Quebracho dafür verwendet, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja, unser Abendbrot wird hier eingesalzen, damit wir das nachher an der heißen Glut nicht brauchen. Bis das Essen soweit ist, nutzt Reinhard die Zeit, um unser Auto aufzutanken. Fertig machen für morgen die Rückreise. Ja, okay. Hier. Muss man natürlich auch immer bedenken, je nachdem wo und wie man dahin fährt. Da oben sind nicht unbedingt Tankstellen. Und wenn da Tankstellen sind, heißt es nicht, dass sie Benzin haben. Also immer genug Treibstoff mitnehmen.
Mittlerweile sieht die Glut auch schon recht gut aus. Der Grill war zum Glück da bei der Estancia schon vorhanden. Einmal mit dem Lappen drüber und schon können wir das Fleisch draufschmeißen. Das sieht lecker aus. Die wird sich so zusammenziehen, nachher wird das schon nur noch so ein Stückchen sein. Sarah hatte uns zum Glück ein bisschen Glühwein mitgegeben. Aber abends könnte es schon ein bisschen kalt werden zu der Jahreszeit, wo wir da unterwegs waren. Und dementsprechend werde ich den jetzt mal ein bisschen warm machen. Endlich ist das Fleisch fertig und wir können unseren Hunger stillen. Ah, sieht das gut aus. Sehr gut. Kriege ich gleich schon wieder Hunger. So, anfangen können wir damit. Der nächste Morgen. Wir werden jetzt uns auf den Weg machen in Richtung Bahia Negra, unser nächstes Ziel. Ja, ein bisschen spät. Das Ne? Eierglas ist noch sehr schmutzig, das auch gleich. Genau, damit wir wieder den richtigen Durchblick haben. Werner pumpt die Reifen auf. Wir hoffen, heute trockenen Fußes oder ohne Matschfahrten weiter nach Bahia Negra zu kommen. Gut, dass da ein Kompressor läuft auf der Farm. Ja, da werden die Pferde eingetrieben. Die Pferde werden meist von den Cowboys benutzt. Oder ja, hier heißen die Ritter. Kleiner Zwischenstopp an dem sogenannten EPP-Buddel. Der Sage nach hat da wohl mal ein EPP-Terrorist ein bisschen Zuflucht gefunden. Da gibt es ganz schön große Mücken. Reinhard hat sich extra dafür stechen lassen hier für die Aufnahmen. Also vielen Dank nochmal für die Blutspende. Aber die Viecher sind natürlich echt Hölle hier im Chaco. Hier sind noch zwei Kleine am Saugen. Ah ja. Alles voll Mücken. Nachher ein Foto machen davon. So, die Lina Uno hier wieder. Kurz vor Aqua Dulce, wieder diesem Kreisverkehr. Im Endeffekt mehr als diesen Kreisverkehr ist noch nicht. Da ist irgendwie eine Hütte. Bisschen weiter dann haben wir den Süßwasserbrunnen da gefunden, der dem Ganzen auch den Namen gegeben hat. Ja, hier sind wir an einem Brunnen angelandet, der vor 30, 40 Jahren mal gemacht wurde und dann kam hier ganz von alleine Wasser raus. So ungefähr 1000 Liter pro Stunde. Das hat aber irgendwann aufgehört, weil die da eine Pumpe noch dazu getan haben und mitgeholfen haben und dann hat es aufgehört. Aber jetzt ist alles kaputt. Ja, das hätten die mal nicht tun sollen, ne? Die Pumpe da dran machen. Nach von allein? Aber du musst dir vorstellen, vor 30, 40 Jahren war hier noch kein Mensch, keine Öffentlichkeit, kein so ein Weg, wie wir jetzt fahren. Die Ölkompanie hat damals gebohrt nach Öl und dann ist Wasser von alleine rausgekommen. Von der Zeit ist das hier und von dann an lief das immer über, ja. Ja, heute läuft es nicht mehr. Dafür läuft uns da ein Fuchs über den Weg, den konnten wir gerade noch so filmen. Ja, das ist, wenn euch ein LKW oder ein Auto entgegenkommt, dann staubt es ein bisschen. Ist halt relativ staubig, wenn die Straßen, wenn sie trocken sind. Jetzt sehen wir hier ein bisschen die Wegkompanie, wie die da arbeitet. Also die Wege werden schon immer mal wieder instand gesetzt, aber das sind ja hunderte Kilometer und dementsprechend kommen die da gar nicht groß nach. Also so wie die Straßen kaputt gehen, ja, haben die viel zu tun, die Jungs. Ja, also vielen Dank nochmal auch an die Wegekompanie, die sehr weit draußen in der Wildnis sich um die Wege kümmert. Ja. Ja, immer wieder kommen da so ein paar Autos, die da sich um die Wege kümmern und die abziehen. Da haben wir einen schönen Vogel vor uns. Kann ich jetzt auch nicht sagen, genau was das ist. Hier ein Greifvogel, würde ich sagen. Die sieht man auch recht häufig. Das sind immer so die großen Tore von den Estancias, diese Zufahrten. Und es ist Zeit fürs Mittagessen. Da es keine Raststätte gibt,
halten wir einfach im Busch. Ja, hier gibt es Mittag. Mal sehen, ob wir hier ein Feuer machen und dann Mittag machen. Immer wieder Rindertransporter, klar, hier oben sind Rinderfarmen, dementsprechend sieht man die häufig. Und? 2 Minuten noch. Alles klar. Ja. Ja, das ist jetzt fertig. Sind jetzt 12 Minuten. Das ist fertig. Das muss dann. Oh, sieht halt gut aus. Guck mal, das ist ein schöner Trapo, ja? 30. So, 5 Minuten warten, ziehen lassen ein bisschen, ja? Ja, in der Zeit können wir schon mal uns um das Löschen des Feuers kümmern. Es ist zwar relativ grün und noch relativ feucht, allerdings wollen wir da keinen Buschbrand riskieren. Kleines Loch ausgehoben, Blut reingekippt, Erde wieder drauf und ja, schon ist das ganze Thema erledigt und da kann uns nicht der Busch abbrennen. Ja. Ich meine, dieser Eimer ist sowieso praktisch, der hält ja die Glut und alles ziemlich gut zusammen. Den kann ich nur empfehlen fürs Giso machen. So, Feuer ist aus und jetzt können wir endlich essen. So, Martin das erste. Ja, jetzt sieht er ein bisschen rötlich aus. Ja, der Super. Mars. Wenig Geld, also reden von 2 Mars. Tu bei mir auch rein hier. Mal den Lepel dabei. Ja. Oh, das wird lecker schmecken, wenn ihr wüsstet, wie gut das hier riecht und schmeckt. Dann würdet ihr auch alle essen wollen. Wann? Trocknen. Geht es? Oder ist es heiß? Sehr lecker. Das ist ein bisschen Ist noch sehr heiß, aber schmeckt so gut, man will Aha. trotzdem essen. Ja, der ist wirklich gut gelungen. Ja, Ja, sehr kann man gut. nicht Ja, wir an. müssen den Koch loben. Oh, danke. Ja, also Werners Kochkünste, super. Ja, ich werde meinen erstmal abkühlen lassen hier. Wir haben ja genug Eis damit. Ja, ein bisschen Eis rein, ja. Okay, ja, muss jetzt einer So, dies muss noch sauber gewaschen. Das ist ja alles hier angeklebt, also muss Gras gepflückt werden und mit Gras eben halt sauber gewaschen. Ja, die Technik mit dem Gras, die klappt erstaunlich gut, da war ich begeistert. So, schauen wir mal nach. Ha! Sauber. Sauber. Ein kleines bisschen nachspülen. So, alles ist aufgeräumt, sauber gemacht und weiter geht die Reise. Das ist ein Geländewagen. So hoch. Genau, die Höhe ist natürlich, wie vorhin schon gesagt, wichtig, weil immer wieder muss man da auch mal durch tiefe Gräben durchfahren. Oder rausfahren, wie auch immer. So, die Straße ist ziemlich eng, deswegen müssen wir da für die vorbeifahrenden Vieh-LKWs immer mal wieder Platz machen. Da sind sie wieder, die Rinder. Leckeres Fleisch. Also eine kleine Station, da wird der Weg eigentlich geschlossen, wenn es regnet, damit er nicht kaputt gefahren wird. Da nochmal ein Tor von der Estancia, da hat es wohl ein bisschen gebrannt vorne. Wir haben 36,5 Grad, ist noch ordentlich warm für die Jahreszeit, aber die Temperaturen sind halt auch immer, auch im Winter kann es 40 Grad geben. Eine bisschen zu groß geratene Palme, irgendwie war die größer als alle anderen. Edificio. Ja. Doble Piso. Doble Piso, ja. Das ist gut. Ja. Sehr klug.
Langsam nähern wir uns dem Fluss. Wir kommen immer näher nach Bahia Negra und da ändert sich die Vegetation noch so ein bisschen. Palmkämpfe fangen an. Auch der Boden wird so ein bisschen gräulicher, würde ich sagen, so schwarz-gräulich. Sieht man hier so ein bisschen, wo der Weg natürlich auch wieder schlechter wird. Zum Glück ist es trocken, weil hier durch, wenn es geregnet hat, also das könnte anstrengend werden. Ich meine, auf dem Video kommt es gar nicht so rüber, aber wir mussten halt auch recht langsam fahren, weil das doch schon sehr wackelig war. Hier wird es auch nochmal schmaler, dementsprechend gut, dass es trocken war. Hier sehen wir den Schweinetransporter. Also je näher wir an Bahia Negra kommen, umso mehr Menschen sieht man auch wieder. Und natürlich auch Kühe, die da so über den Weg laufen. Und jetzt sind wir in Bahia Negra. Anscheinend ist das hier so ein bisschen Überflutungsgebiet, deswegen sind die Häuser so auf Stelzen gebaut. Schafe gibt's, wieder Stelzenhäuser. Hier wird ein Krankenhaus gerade gebaut. Und da sieht man auch den Fluss. Ja, beeindruckend, wie schön das ja an dem Fluss ist. Tolle Aussicht. Auf der anderen Seite ist schon Brasilien. Hier das Namensschild von Bahia Negra. Die sind ja auch immer schön gemacht hier in Paraguay. So, hier nehmen wir mal unsere Koffer, als ob wir von Deutschland gekommen sind. Dies ist das Hotel hier. Ist nicht wunderbar, aber man kann leicht schlafen, ja. Hier sind mehrere Zimmer. Ja, haben sie repariert und noch nicht gefarben weiter. Ja, der Anstrich fehlt. Aber ich denke, schlafen können wir hier. Dies war mal sehr schön. Als wir am Anfang hier waren, dann war ich hier mal, dann war es sehr schön. Die sogenannten Selbstmörderduschen, Elektroinstallation natürlich in so einer Nasszelle, so eine Sache, aber es funktioniert schon. Tja, wurde dann wohl nicht mehr gepflegt. Ja, zu wenig Kunden. Ja, da sollte wohl mal ein Anbau entstehen. Es gab wahrscheinlich schon mal bessere Zeiten. Da in Bahia Negra. Ist natürlich ein Ausgangspunkt für gewisse Reisen auf dem Fluss oder so. Weiter auch ins Pantanal. Das ist jetzt hier der Seitenarm, an dem das Hotel liegt. Hinten sieht man eine große Rauchwolke. Das ist irgendwo in Brasilien, brennt es da wohl. Ja, da nochmal die Rauchwolke ein bisschen näher. Da wurde uns gesagt, das ist das Haus vom Bürgermeister. Sieht recht schick aus. Zweistöckig. Schöne Aussicht. Über den Fluss. Und da geht es dann wieder zu unserem Hotel. Jetzt werden wir uns den Ort noch ein bisschen anschauen. Da gibt es ein paar Pferde, die dann so durch die Stadt wandern. Busse fahren hier auch. Dann nochmal das Namensschild der Stadt. Wirklich schön angelegt, also da haben die sich Mühe gegeben. Also ist ja meistens schön, aber das hier von Bahia Negra sticht auch noch heraus. Das muss auch erst vor kurzem hier so errichtet worden sein. Wie man hier sieht, bauen die ja da auch noch so irgend sowas wahrscheinlich für Bootsanleger oder was auch immer. Hinten immer noch diese Rauchsäule. Da hatten sich der Hund oder so verewigt in dem Beton. Jetzt wollen wir uns das Bauwerk noch mal ein bisschen genauer anschauen. Alles noch recht frisch. Wir haben die genug Zement reingetan. Ja, aber wenn nicht, falle ich ja nur ins Wasser da unten. Na, was heißt Wasser?
jeden Fall eine schöne Aussicht von da vorne. Da sind so ein paar Fischer auf dem Boot. Da kann man auch Bootstouren machen. Also da kann man irgendwie auch rausfahren mit den Leuten. Die nehmen man dann gerne zum Angeln mit. Jo, haben wir nicht gemacht. Wir waren nur mal gucken, was da so geangelt wird. Total? Ein Meter pescado? ¿Qué clase es ese? ¿Ese no es pico de pato? ¿No es manduí ese? No, ¿No? Mami. ¿No es manduí? Sí. Schau dir. Die sind sehr klein, ja. Aber die sind glücklich damit. So, werden wir mal wieder tanken. Bevor sie uns den Sprit klauen. Warum tanken wir hier? Es gibt hier in Bahia Negra keine Tankstelle. Es gibt eine Tankstelle, aber die hat keinen Brennstoff. Schon längere Zeit nicht. Da müssen wir von Privatleuten eben Brennstoff kaufen. So wenig ist das mit diesem Städtchen hier. Zum Glück sind da noch Privatleute. Der nächste Morgen, die Sonne geht auf, Mate Wasser ist heiß. Haben wir hier auf unserem kleinen Topf auf unserer Feuerstelle gemacht und genießen jetzt den Sonnenaufgang hier an dem Fluss oder den Ausblick über den Fluss. Also das war wirklich schön da. Abreise. Auf Wiedersehen! Wir wollen jetzt noch ein paar Fische kaufen und deswegen haben wir uns hier Eis in der Dispenser gekauft, um unser Eisfach wieder aufzufüllen. Ja, mal gucken, ob wir Fische finden. Eis haben wir auf jeden Fall jetzt genug. So, das soll der erste Fischhändler hier im Dorf sein oder der erste, wo wir halt anhalten, um zu gucken, was er da so für Fisch hat. Dafür geht es hier einmal durch den Zaun zum Eiskühler, Tiefkühler, wie auch immer. Ist hier eine ziemliche einfache Bude nur, aber sie haben ihre Tiefkühler hier. Und da frieren sie die Fische halt ein, ja, um zu verkaufen. Wirklich hier irgendwo haben sie die Tiefkühler. Und hier sind die Fische. Also, ich habe mein Telefon nicht mit zum Leuchten. Ja, da haben wir jetzt den Blick in den Tiefkühler. Für das europäische Auge sicherlich ein gewöhnungsbedürftiger Anblick. Die Fische sind da einfach nur drin und tiefgefroren und werden dann mit dem Brecheisen da unten rausgekloppt. Aber es funktioniert und wir haben den Fisch später gegessen und tatsächlich keine Lebensmittelvergiftung gehabt. Ja, ein bisschen widerspenstig der Fisch. Ich habe es auch ein bisschen geschnitten, er hat da ziemlich lange rumkloppen müssen. Und da haben wir den schönen Surubí. Ja, muss jetzt natürlich noch gewogen werden. Alles natürlich mit einer geeichten Waage. 3 Kilo. Eine Ente hätten wir eigentlich auch mitnehmen können, ne? Schöner Fisch. Der erste Fisch ist in der Tüte. Können wir noch mehr rein? Ja, da ist noch Platz. Jetzt haben wir genügend Eis und wenn wir nicht genügend Fische kriegen, was ist dann? Ja. Ja, jetzt sind wir bei einem anderen Tiefkühler, der hat etwas mehr
etwas mehr drin. Mal sehen, ob wir hier was finden, was wir mögen. Heel schön, ja. Dan daar kilo. Jetzt den Haarfleisch. Auch hier wieder für das europäische Auge alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, was hier so Kühlketten, Hygiene und der Umgang mit den Lebensmitteln halt ist. Aber hier ist das normal und die Leute leben ja auch. Mittlerweile sind Sarah und ich da auch überhaupt nicht mehr empfindlich, weil das funktioniert hier. Also uns ist lebensmittelmäßig hier noch nichts passiert. Wir haben hier alles gegessen, auch von den Einheimischen und so, und wir haben echt keine Probleme damit. Okay. Aber da sind keine Piranhas jetzt, ne? No, die sind Pacus. Die ähneln die Piranha. Ja, Ne, nur die sind größer. Die sind Ne? größer, ja. Ja. Größer, und wenn die kleiner sind, sieht man das an den Zähnen. Ja. Ja. Ah, Weil der Pacu hat stumpfe Zähne, aber Doppelreihe unten Ja. hat er. Und der Piranha hat ja ein scharfes Gebiss. Ja. Also hier. zeig mal deinen Fang. Ja. Wenn ich so einen an der Angel hätte, wäre ich ganz zufrieden. Soeben gefischt, aber nur aus der Tiefkühltruhe. So, wir waren gerade Eisangeln, haben tiefgefrorenen Fisch gefangen. Dementsprechend ist der hier auch sehr formstabil. Und den werden wir uns jetzt auch im Eiskasten legen. Natürlich muss er erst noch gewogen werden. 5. No, será. 3 kilo. 7 va a tener. 3 kilo. Ja. 7 va a tener. 6 kilo. Ja, 6 Kilo hat er, ja. 6 kilo. Zumindest nach der geeichten Waage. Ese pasa pesa más. Ajá. Rayado. Ah, no es el pintado. Pero la cabeza tiene 1 kilo también. Da wollen wir gleich zeigen. Schau mal, die sind verschiedene. ¿Cómo se llama este? El surubí. Sí. Y otro el. Para. Para. Surubí y para. Surubí tiene así. igual. Der hat hier so Streifen über, und der hat nicht nur Streifen, der hat auch, ist ja, Como tigre. ja, ist ein bisschen verschieden, die Streifen, ja. Siehst du auch, ja? Ja, ja, die sind Depot von der Farbe. Der ist mehr grau. Und der ist Heller. ja, heller. Ja. Das ist ein Jaguar. Ja. An der Stelle nutze ich nochmal die Gelegenheit und will mal am Fluss gucken. Ja, leider hier auch die Müllverbrennung und überhaupt die Verschmutzung des Uferbereichs. Ganz schlimm. Ah, guck mal, da werden die neuen Fische gefangen. Ja, und mitten dazwischen werden schon direkt wieder neue Fische gefangen von den Nachwuchsfischern. Aber die Jungs haben Spaß. Ist ja auch schön für so Jungs, wenn man da am Fluss angeln kann. Konnte ich zum Glück in meiner Jugend auch. Ja, wir hatten da so einen Campingplatz mit einem Fluss nebenan und da konnte ich dann auch viel angeln. So, jetzt sieht man hier gleich sogar noch Fische. Ah, hier sind sogar Fische. Sind da einige im Wasser zwischen dem ganzen Plastikmüll. Ich glaube, bei dem Fischer konnte man dann auch so eine Tour buchen. Der fährt dann mit einem raus. Fragt mich jetzt nicht mehr, was er dafür haben wollte, war aber gar nicht so viel. Ja, hier leider nochmal ein Blick auf die Verschmutzung. Ja, da schon wieder ein schönerer Anblick hier. Tiere auf der Straße, Hunde, Pferde. Ich glaube, Schweine haben wir auch gesehen. Und da ist buntes Treiben auf den Straßen. Ja, das war Bahia Negra. Wir verlassen jetzt Bahia Negra und sind jetzt quasi auf der Rückreise. Hier wieder Palm Camp zu sehen. Und natürlich Viehtransporter. Der ist leer, das heißt, der wird irgendwo noch was aufladen oder hat irgendwo Rinder hingebracht. Hier nochmal eine ähnliche Stelle wie auf dem Hinweg schon. Ja, dann haben wir da, ich frage mich gar nicht mehr wo, irgendwo so ein kleines Dörfchen, Siedlung gefunden. Irgendwo in der Nähe von Bahia Negra noch, wo noch ein bisschen Zivilisation ist.
Ich weiß zwar nicht, wo wir hier sind, aber ich weiß, ja, wie viele Kilometer es bis woanders sind. Ihr jetzt auch. Könnt ihr auf Pause machen und euch angucken. Dann noch ein paar Rinder, die den Schatten genießen. Es ist nämlich sehr, sehr heiß gewesen an dem Tag. Und wir machen uns weiter auf den Weg. Auch noch so ein Vogel. Das ist das Nest von dem sogenannten Töpfervogel. Den richtigen Namen kenne ich wieder nicht. Und da unten wollen wir unsere Pause machen. Da ist nämlich Schatten. Und habt ihr die Schlange schon gesehen? Was zu sehen von den bunten. Ah, da. Ist sie giftig? Nee, ne? Ja, das meiste ist schön im Gras. Ja, eine schöne Schlange. Ich habe dann auch rausgesucht, was das für eine ist. Kann ich euch gleich mal einblenden. Was ist das für eine? Das ist eine Wasserschlange. Weiß gar nicht genau, was die... Ja, also ich schätze, es ist diese gelbe Anaconda. So sah mir die aus, aber wenn ihr da mehr über die Schlange wisst, könnt ihr gerne reinschreiben. Da haut sie gerade ab. Ich habe sie beide Male irgendwie verpasst, vernünftig filmen zu können. Aber man sieht da, wenn man aufpasst, wie die sich so wegschlängelt. Also die muss doch schon recht groß gewesen sein. Also ich schätze mal so bestimmt 2 Meter irgendwie hatte die. Ja, kann man natürlich jetzt schlecht sagen, aber man hat sie ich habe sie leider nicht ganz gesehen und nicht ganz gefilmt. So, wir warten aufs Essen. Das Ganze köchelt da schon ganz gut und der Palo Santo räuchert auch ordentlich. Der Palo Santo, der tut doch viel mehr. Aber auch Rauch tut er mehr. Rauch. Hey! Fast am Überkochen hier. Nimm das mal runter und nimm da mal Wasser rein. Aber trotzdem ist das Essen gelungen. Heute wird keiner sagen, warum so wenig da ist. Egal, ja, das sind eine Tüte, ist es fast weg. Also meine Frau hatte recht. Das reicht. So, Wilfried, noch einen Teller? Ja. So. Martin, du tust noch einmal den ersten Teller? Der ist schon der zweite. Ah ja, Ja, der Werner hat wieder lecker gekocht. super. Sehr gut. Ja. Ich wollte dem das überlassen. Ja, das Problem im Chaco mit dem guten Kochen, ja, man nimmt hier so viel zu, man muss hier so aufpassen, seine Figur zu halten. Ständig wird gegessen. Ja, Essen zu Ende. Wir laden unser Auto auf und jetzt ein Thema, was auch ganz wichtig ist bei einer Chaco-Reise, genug Wasser dabei haben. Wilfried füllt hier gerade noch ein bisschen Wasser für die Weiterfahrt ab von unserem großen Tank. Yeah. Eis in die Thermoskannen rein, damit man unterwegs auch ordentlich Tereré trinken kann, was bei der Hitze einfach auch notwendig ist, viel zu trinken. Eis hatten wir ja genug mitgenommen wegen den Fischen. Und weiter kann die Reise gehen. Muss auf jeden Fall mal wieder Staub gewischt werden. So geht das auf unsere Wege. 110, 110. Ja, wir sind mittlerweile wieder im Gebiet der Mennonitenkolonien angekommen, auf dem Gebiet von Loma Plata. Wir machen hier an der Tankstelle kurz Rast, bisschen Treibstoff nachfüllen. Und dann haben wir auch schon den Asphalt wieder erreicht. Das ist hier der Asphalt von der Biocean-Route, die da neu gebaut wird. Mittlerweile auch bis Camelo Peralta gut zu befahren ist hier. In die andere Richtung weiß ich nicht so genau. Ja, fehlt in Camelo Peralta eigentlich nur noch die Brücke. Und dann kommt man ohne Probleme nach Brasilien. So, Philadelphia, Loma Plata stehen schon auf dem Schild. Sonnenuntergang. Wir sind mittlerweile aber auch schon wieder in Fernheim, also in der Kolonie Fernheim angekommen. Und es hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Reise wieder dabei seid.